schon cool gemacht, muss ich sagen. Schon ziemlich cool gemacht, das Schiff. Hier geht's irgendwo zum Lift, da geht's zum Lift. Das ist er nicht. Ja, wo ist denn der Lift? Also ich könnte auch so runterhüpfen, ne? So ist das nicht. Ja, ich glaube, hier sind wir jetzt richtig. Ja, hier sind wir auf der untersten Ebene. Hier ist ein Security-Kolonist. Nichts zum Einsammeln. Now that we know what's out there, things are going to be more interesting from here on out. Ja, der Gabelstapler. Never seen a ship like yours before. Ja. And again, I haven't seen any ships before you arrived. Ah, hier geht's dann zu meinem Schiff. Ah, das heißt, wir haben hier alles gesehen jetzt. Anscheinend, würde ich sagen. There's a huge difference between being prepared and carrying too much. Warum? I have something for you when you have a moment. Abdocken. Undocking complete, Captain. Ihr wart im Weg, Leute. Was soll ich denn tun? So, Paradiso. Landen wir mal. Gibt es nämlich auch keine Scans oder sonst irgendwas. Landing side looks clean. Let's set it down. Und wir steigen mal aus. Paradiso entdeckt. Hello, Vasco. Captain, Ich nehme mal die ganzen Sachen mit, die du dabei hast. happily carry whatever you need. Hast bestimmt. Ah ne, du hast noch Ressourcen dabei, die lasse ich dir mal. Goodbye. Goodbye. So, ich will mal ganz kurz gucken, die Quest, ne? Genau, hier, das haben wir drin. Da hinten ist ein Verkaufsautomat. Hello and welcome back, Mr. Tofik. Ja. Perfekt. Händler verkaufen. Sonstiges. So, alles weg. Ey, wir haben auch so viel Scheiße jetzt geklaut da, ne? Wir haben nichts mehr da oben. Fast nichts. Nur Essen und so ein paar Teller, die ich nicht nehmen durfte. Der Rest, der geht hier jetzt einfach geldtechnisch in meine Tasche. So, dann haben wir das. Haben wir noch Notizen? Ah, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Das auch. Das auch, das auch. Die nicht. Grundlagen der modernen... Was? Makroökonomie? Nee. Weg, 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 weg und weg. Und dann haben wir hier noch ein paar Ressourcen, aber die behalten wir mal. I am aware that this is your 8th visit to our resort. Your repeat patronage is much appreciated. Is there any assistance I may offer you today? Wir sprechen mal mit dem Officer.
enjoy your stay, knowing you're in our capable hands. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hope you're staying safe out there. Okay. Wir haben auch mittlerweile fast 100.000, ne? Aha. Luftbefeuchter. Ordner, Stift, Notizblock. Zündmiet. Welche auf dem Boden. Das sieht aus hier, Leute. Das ist alles unfassbar hier. Hier ist ein Knast. Was haben wir hier? Lager. Okay. Die Videokassetten. Notizbecher darf ich mitnehmen. Klappfeuerzeuge. In echt gesagt, Zippos. Okay, hier sind ein paar schöne Waffen. Aha, darf ich aber nicht mitnehmen, weil sonst kriege ich Ärger. Und wir kennen ja die Security, die haben ja einen Wallhack. Na? Und dann gehen wir mal hier rein. Schönen guten Tag. Ich bin der Cleaner. Ich mache Ordnung, wo ihr es nicht gebacken kriegt. Na, wie Sie sehen Sie keine Papiertücher mehr. So, Ordner. Was nehmen wir noch mit? Stiftetui brauchst du auch nicht mehr. Schreiben kannst du auch nicht. So. Perfekt. Egal, was du da reingeschrieben hast, interessiert mich nicht. Ich verkaufe das gleich vorne an deinem eigenen Automaten. Das ist doch schön. So muss das doch sein, oder? So, was haben wir hier? Nix, was ich mitnehmen kann. Achso, hier haben wir dann direkt den Durchgang hier hin. Okay, dann sprechen wir mal mit dem Kollegen, oder? Das noch und dann quatschen wir mit ihm. Schönen guten Moin. Welcome to Paradiso. Jiro Sugiyama at your service. Do you have a security concern or is there something else I can help you with? Du scheinst genau der Typ zu sein, den ich suche. Mit welcher Art Ärger hat man es in einem Resort zu tun? Honestly, it's not as exciting as you might think most of the time. More often than not, we're just handling drunk and disorderly conduct. Heck, even pirates leave us alone for the most part. I think it's because some of them actually vacation here. As long as they're not bothering anyone, we've been told not to worry about them. Okay, ist die Paradiso Security mit den UC und dem Freestyle Collective verbunden? Neither. We're our own private force. The Paradiso group pays top dollar for top-notch security. Okay. And I dare say we're some of the best in the business. We have to be out here on the fringes of the settled systems. Aha. Du scheinst genau der Typ sein, den ich suche. Something I can help you with? Ich bin hier, um das Schiff im Orbit zu vertreten, die ESC Constant. Ah, it has a name. Good. Then you're already familiar with the situation, I take it. Do you know what they want? Ja, weiß ich. Es ist ein Kolonistenschiff von der Erde. Sie glauben, sie hätten Anspruch auf diesen Planeten. Wir wollen sich hier niederlassen, aber ich weiß nicht, ob sie vertrauenswürdig sind. Interesting. We obviously have no records of a colony ship claiming this planet. Whatever the case, you'll need to speak with Oliver Campbell. Okay. The CEO for the Paradiso Group. He's in charge of bringing all formal decisions before the board and helping to make calls on them.
I'll let him know you're on your way. Dankeschön, das ist doch nett. Oliver Campbell. Dann gehen wir mal zu ihm. Können wir einfach hier rüber hüpfen? Oder gehen wir dann drauf? Ich glaube nicht, ne? Obwohl wir gehen den normalen Weg, würde ich sagen. Kann ich nochmal auf dem Weg gleich ein bisschen was verkaufen. Ich bin nämlich nochmal zur Ware gekommen, das ist doch auch was Schönes. This is your first time here. Thank you for choosing Paradiso for your vacation destination. Ja. Das war's. This is your first time here. Thank you for choosing Paradiso for your vacation destination. Okay, Mohammed Tafik. Hey, I noticed you arriving at port shortly after I did. Something's been bothering me, and I've been dying to ask another guest. They told us there was a very active meteor shower, which is why we had to divert our flight path coming in for our landing. But I haven't seen a single shooting star since I've been here. Okay. That's weird, right? Ich bin mit meinem Schiff ich bin mit meinem eigenen Schiff hergekommen auf eine andere Route. Es ist sicher kein Grund zur Sorge. Genieße einfach den Urlaub und denk nicht darüber nach. Oh, that's fair. I'll just have to ask around. The view coming in is so beautiful. You should really take the shuttle here sometime. Unless, of course, they've done away with that flight path for some reason. I should hope not. Anyway, enjoy your stay. Sorry for bothering you. Okay. Der führt doch irgendwas ins Schilde, oder? Hello there. Hello there. That's probably the best vacation I've ever taken. Okay. Bin ich mal gespannt, ob man hier so schön Urlaub machen kann, ne? Paradiso. Hier sind ein paar Koffer. Okay. Bin gespannt. Oh, Paradiso is absolutely beautiful. Can you possibly imagine a more tranquil place for a resort? Enhance. Gehen wir erstmal hier rein. Gucken, was es hier gibt. Aus wie ein... Ach, das ist dieser... Ah, nee, das ist dieser Schönheitsladen hier. I'm not much of a beach person, but everyone talks about this place, so I had to see for myself. Hier kann man sich operieren lassen. Die Nase richten lassen zum Beispiel. When we're done with you, you'll feel as good about yourself as I do. So, warte. Erstmal plündere ich ein bisschen. Da liegt keiner drin. Nimm dir das mal ab. Das brauchst du wahrscheinlich nicht mehr. Da haben wir noch einen Computer, da können wir mal gucken, ob wir da rankommen. Oh, hier wird gerade eine... I hope your stay is a pleasant one. No one's going to care if I call out sick from work for another week, right? Computer. Bekanntmachung. Erinnerung, Sicherheitsschulung. An alle von Personalabteilung. Wir möchten daran erinnern, dass die Teilnahme an der Sicherheitsschulung verpflichtend ist und bis Ende des Monats erfolgt sein muss. Quartalsbericht. An alle von Management. Wie euch allen sicher bewusst ist, steht das Quartalsmeeting vor der Tür. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, erfordert aber eine sichere Verbindung. Wer teilnehmen möchte, sollte daran denken, rechtzeitig Kontakt zur IT aufzunehmen, um sich zu vergewissern, dass sein Setup sicher ist. Presseanfragen an alle von Public Relations. Wir wissen, dass die Presse in letzter Zeit Kontakt zu mehreren unserer Mitarbeiter aufgenommen hat. Solltet ihr kontaktiert werden, wendet euch bitte an die Public Relations Abteilung, bevor ihr antwortet, um unvorhergesehene Folgen zu vermeiden. Natürlich melden wir uns dann. Presseanfrage, das hatten wir auch. Perfekt. Aber so ein Information Board. Dann reden wir mal mit Violet Ibarra.
Why, hello, darling. Hello. Welcome to Enhanced Paradiso. You too can use our services to help you feel as good about your appearance as I do mine. We can make you thinner, larger, change your hair, your face, or even your sex. Anything you want. Or perhaps I can interest you in the Paradiso Getaway Bundle promotion. This is a one-time offer for new Paradiso customers. Once you decline, it's gone. Mhm. Ich würde mir gerne was machen, dann könntest du mir was empfehlen. Take care of your Zisch mal ab. beautiful Ich self. habe einen Skillpunkt. Wann habe ich den denn bekommen? Leute, wieso sagt ihr nichts? Oh, und viel geiler ist, wir können... Hier. Rang 3. Wir können B-Teile bauen. Was müssen wir machen jetzt? 30 Schiffe zerstören. Nein, wir machen erstmal die Quest. Ich war gerade überlegen, ob wir tatsächlich doch... Was ist das hier? Chunks. Ein Café also. Wenn wir erstmal wieder schön auf Cloud-Tour gehen hier. Keine Müdigkeit vor Schützen hier, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. You can dress it up however you like, but a chunks by any other name is still a chunks. Ja, genau. Why did I think 3 days was going to be enough? I wish I had booked to stay for longer. If I could just stay here forever, I would. Okay, die wollen also am liebsten länger bleiben. Ja, das ist ein Chunksladen, ne? Das ist nichts Besonderes hier. So. Eieiei. Ein Chardonnay steht hier herum. Einfach so. Ein Haufen Koffer, eine Rezeption. Oh, this looks like a lovely place for a stay. Might also be the perfect time to stop for some food or a tranquil. Regeln der Gastfreundschaft. Pflichtlektüre für das gesamte Personal. Die Paradiso Group möchte euch, unseren Fachkräften, für den Gästeservice daran erinnern, hier einfache Regeln zu beachten, um dieses Resort zu einer Premium-Adresse für unsere geschätzten Gäste zu machen. Erstens, begegnet den Gästen jederzeit mit Respekt und einem Lächeln. Ohne unsere Gäste gibt es kein Resort und für euch keine Jobs. Sauberkeit ist das A und O. Das kleinste Häuflein Sand kann einem Gast den Tag verderben. Falls euch etwas auffällt, beseitigt es selbst oder meldet es schnell dem nächsten Sanitärtechniker. Für eure persönliche Hygiene gilt das ganz besonders. Drittens, Komfort, Komfort, Komfort. Bietet den Gästen immer die Annehmlichkeiten, die für sie am komfortabelsten sind, scheut dabei nicht vor Zusatzkosten zurück. Viertens, ob ihr gerade im Dienst seid oder nicht, ihr repräsentiert dieses Resort. Wenn ihr frei habt, könnt ihr euch gerne entspannen. Behaltet euch dabei aber professionell. Stellt euch den idealen Gast vor, der euch bei der Arbeit so wenig Probleme wie möglich bereitet. Seid dieser Gast. Pretty. Where should we begin? So, wir quatschen mal mit der Dame. Was haben wir hier? Resortgast, Mitarbeiter. What a nice day, huh? Dirk Huddleston. Another lost belonging notification in the system. When am I going to find the time? Was? Oh dear, a guest. Dreadfully sorry you had to hear my complaint. How unprofessional of me. Hello, welcome to Paradiso. Dirk Huddleston at your service. Do you need assistance checking in for your reservation? Nein, ich bin kein Gast und ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Klingt, als wärst du gerade beschäftigt. Soll ich später wieder kommen? Nein, ich weiß noch nicht, ob ich bleiben möchte. Ich habe keine Reservierung, aber ich würde gerne ein Zimmer buchen. Nein, ich bin kein Gast. You're not? Perhaps you'd allow me to persuade you to reconsider? We have the finest amenities within or outside of the settled systems. If you do change your mind, or if you need anything at all, I am here to help. Okay.
Wem gehört das hier alles? Parima 2 is owned independently by the Paradiso Group. We exist outside of the United Colonies and Freestar Collective, yet entertain visitors from both. The Paradiso Group is run by several board members, many of whom take residence within the resort itself. They established the resort as a getaway for all on the most beautiful planet in the universe, and I can tell you that there were substantial monetary investments to make sure of that. Okay, welche Annehmlichkeiten kannst du im Resort besonders empfehlen? For one, our hotel rooms are quite luxurious. The executive suite is especially posh, but perpetually booked. However, I must say, even the economy rooms are exceedingly pleasant. You'll find our beach relaxing, and we have several top-notch shops and dining experiences. I particularly enjoy a spot of afternoon tea from Tranquility. Of course, we also have the galaxy's only gourmet chunks. And if you're feeling adventurous, I believe the Enhance is still running a very popular Paradiso Getaway Special. Okay, was kannst du mir über Paradiso erzählen? Broad question, but I'll try my best. Paradiso is the premier resort destination in the known universe. This planet is as perfect as one could possibly imagine. That is, assuming pristine beaches, constant beautiful sunny weather, and fabulous resort accommodations are to your liking. Vielleicht kann ich dir bei der Suche nach den verlorenen Gegenständen helfen. Gute Idee. Oh no, you're on vacation. I wouldn't dream of asking a guest, or a non-guest as the case may be, to find other guests' lost belongings. But if you want to take a look at the list in the system and you happen to find anything while you're out and about, I suppose it would help me out. Please, don't feel obligated, however. Ah ja. Enjoy your stay. Das mache ich jetzt aber nicht, denn ich habe noch eine Quest. War den Erstkontakt. Not to be a downer, ja, sie trinken ja nicht mehr, ne? Dankeschön. Too perfect, right? I don't think any place could be more perfect. Mhm. This is even better than in the brochure. Tranquility, okay, das kenne ich alles. Mit dem müssen wir jetzt nicht unbedingt noch reden. Come here for a little R&R, huh? Mhm, genau. Dieser Mitarbeiter. Was haben wir hier? Okay, die hat so... Ah, okay. Die hat so Rüstung und sowas. Kann ich denn... Oh, hey. A customer. Was? Welcome to Paradiso Gift Shop and Convenience. Feel free to look around, but don't break anything or you've got to buy it. And before you ask, there aren't any discounts. So don't even try to aggle with me. Los mit dir. Kann ich dich wirklich nicht überzeugen, mit den Preisen etwas entgegenzukommen? Warum habe ich das Gefühl, dass du deinen Job nicht besonders magst? No. No. Ugh. You people always think that just because we're some fringe planet and not part of the free stars or whatever, that we're happy to haggle for everything. Damn. I wouldn't even care, honestly. But they take it out of my pay if any money's missing. So no discount. Warum habe ich das Gefühl, dass du deinen Job nicht besonders magst? Why would I? I have to sell overpriced crap to rude, obnoxious tourists all day. Okay. My uncle works for the Paradiso board. When he said he could get me a job here, I expected an executive level job, not this. But it's not all bad. I don't have to worry about getting fired, and I live in Paradiso for free. Now, can I get you something, or are you going to keep asking questions about my life? Lass mal sehen, was du zu verkaufen hast. Okay, take a look. Zeig mal her. Okay, die hat Waffen. Aber nichts Besonderes. Okay, Anzüge hat sie auch. Der ist schwerer. Okay, Rucksäcke. Ja. Kleidung. Was haben wir hier? Sportzeug.
Ressourcen, Hilfe. Hilfe ist gut. Hilfe nämlich auf jeden Fall. Medipacks, 2 Stück. Reicht. Ressourcen. Gewürz. Auf davon einfach alle. Fasern. Palladium. Aha, aha. Mhm. So, jetzt bin ich dran. Denn ich habe auch so ein bisschen Zeug, was ich dir verkaufen kann. Tatsächlich, du hast ja auch ein paar Credits, ne? Also ein bisschen was kannst du mir ja abnehmen. Ne? So eine Hand wäscht die andere. Ist halt so. Ne? Sonstiges, so. Ganzen Kram hier mal kaufen. So, dann haben wir noch ein bisschen was im Schiff. Das kannst du noch kaufen hier. Das brauche ich alles. Anzüge. Die 2 behalte ich. Dann habe ich hier noch 2 Rucksäcke. Ich brauche. Haben wir einen Rucksack? Auch beide nicht. Nein. Yes. Yes. Ja, pass auf. Ich habe da noch mehr für dich. Pass auf. So, den kannst du haben. Haben wir hier noch? Oh, Medipack. Hilfsteile, Wodka. Das kannst du haben. Und dann habe ich hier noch ganz viel. Aus irgendeinem Grund ist er wieder ein Digi-Dietrich. Uni. Eieieiei. So, dann hat sie auch das hier. Dann haben wir hier noch ein paar Notizen. Analysedaten der Orchideenhändler kann weg. Und der Rest bleibt. Perfekt. There you go. Ich habe über 10.000 Credits. 100.000 meine ich. Don't worry about us. So. We're just here. Wir gehen in die Chefetage. When you have a moment. Nein, habe ich nicht. Hier ist ein Mitarbeiter. Schon wieder so viel Zeug, ey. Alter Schwede. Between you and me, I'm kind of glad most of the execs never show up to work. Genau. No major So, incidents wer in a bist du denn? while. Kiwi Andreas. Stays that way. One of these days, I'd love to experience this Paradiso resort the board is way our busy in a guests meeting. do. You can always count on me to relay your message. Your safety is our #1 priority. Okay, du redest dann also auch gar nicht mit mir, oder was? Excuse me, you can't just waltz in there. Do you have an appointment? Brauche ich wirklich einen? Ich bin wegen einer wichtigen Angelegenheit hier. Weißt du nicht, wer ich bin? Gewissermaßen schon, ja. Ich habe ein Schiff im Orbit und ich will helfen. Oh, you're the one they're waiting for then. Do you need anything else from me before you meet with the board? Was kannst du mir über die Vorstandsmitglieder sagen? What I could tell you would get me in a lot of trouble.
Oh. Most of them are typical C-level execs. I doubt you even need to use your imagination for that. The ones that show up to work day to day, at least. I swear, I've never even met some of them, because they chill at their own private, secluded beach homes all the time. Anyway, be smart around Oliver. He's got a way of getting what he wants without you realizing it. And that's all I'll say. Wie gefällt es dir, für die Paradiso Group zu arbeiten? I can't speak for anyone else, but I've got a pretty high-pressure job working as the executive assistant to the Paradiso board. You can imagine, dealing with a team of execs, trying to manage all of their schedules and their other whims. But it pays well, and they give me a nice executive suite at the hotel to live in. So, it's not all bad. Free access to all the resort's amenities after work helps too. Okay, jetzt bin ich bereit reinzugehen. Sure. Have fun in the shark tank. And don't worry, even they call it that. Paradiso security is only Alles for klar. safety. I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we So, bring bevor ich mit euch rede, It's the only thing we've really got to offer. stibitze ich euch mir ein paar Sachen. I don't want to risk us coming off as just another Das können artificial, wir alles shady, nicht trash mitnehmen. little dump like Neon. That's not who we are. We've got something special here. Schnapsglas. We should embrace that. Dokumente können wir aber mitnehmen. Thank you. We don't want to compete with Neon. Bayou's ruthless. He'll do anything he can to eliminate the competition. We don't need that kind of trouble. That being said, I think there's a middle ground. Maybe build up the beachfront in a boardwalk amusement park. I've had this idea to build artificial hot springs. That sort of thing. Sounds good. I'll look into what that will cost us and we can Ja, circle da back draußen war auch around. noch ein Buch, ne? Ja, da. So. Just Schönen doing guten my Tag. part to make sure Paradiso remains a paradise. We'll make some time for you, but keep it quick, yeah? I've been working on a new marketing slogan. Don't just imagine paradise. Deine Internetverbindung. Live it in Paradiso. Einfach mal komplett weg. Uiuiui. If you've heard about us elsewhere, chances are it's because of me. Unless you're here to talk business, I'm afraid I can't spare much time. Das ist ganz schön arrogant, Leute, ne? So, Oliver Campbell. You're lucky I'm not like the other board members, lazing about the beaches without a care in the universe. Wird diese Resort außerhalb der besiedelten Systeme betrieben? Not quite. We just don't answer to the Freestar Collective or the United Colonies. Makes things easier. We don't pay any taxes, we don't need to follow their laws. All the benefits, none of the drawbacks. And no one minds, because half the politicians and other big shots love vacationing here. Works for everyone. Okay. Was kannst du mir über Paradiso erzählen? We, the Paradiso Group, bought the rights to this planet years ago with the intent of turning it into the biggest and best resort in the universe. To that end, I'd say we've succeeded. As such, no other leisure enterprises may operate on the planet without renting land from us. But as you can see, none can afford such a deal. Nett. Gibt es wirklich nur 3 Vorstandsmitglieder? No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing on the beach or gallivanting off-world. Doesn't bother me, though. Less cooks in the kitchen means I get to make all the big decisions around here. Seems to be working out for us just fine. Okay, mir wurde gesagt, dass ich mit dir über das seltsame Schiff im Orbit reden soll. I am. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Was? Warum denn die Dringlichkeit bei dieser Sache? We run a premier resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budgy old ship hanging around up there. As it is, we've had to reroute our luxury liners round the other side of the planet on entry so no one sees it. It's bad for business. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene. Darauf fällt doch nie im Leben, da fällt doch im Leben niemand rein.
You'd be surprised what people fall for. Locally sourced island fruit essences, for instance. It's just the same old fruits brought over from Earth ages ago, but we get nearly 10 times the market for them. But you're right, no one's gonna buy aliens. Remind me to fire the marketing team. So, tell me, what's the actual deal with this massive eyesore of a ship, besides scaring people away? Es sind Kolonisten, die sich nach 200 Jahren endlich niederlassen wollen. Das lässt sich ausnutzen. Es ist ein klappriges, erdzeitiges Schiff voller Kolonisten, die glauben, dein Planet gehöre ihnen. Ein Generationsschiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren 200 Jahre unterwegs. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Das ist scheiße. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Oh, die Alte will nur Geld, ne? Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. Okay, was haben wir denn? Ich denke, ich habe mich entschieden. Warum können sie nicht einfach die andere Seite des Planeten besiedeln? Gute We Frage. own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they may come up with, and how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. Okay, du hast vermutlich recht, diese Leute können schlecht wissen. Ja, auf mehr als eine Weise. Aus geschäftlicher Sicht verstehe ich deinen Standpunkt, aber ich sehe das anders. Sind Menschen und du machst dir Sorgen wegen der Landschaftsgestaltung. Ist doch absurd. Well, absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. You don't. Ich mag den nicht, ne? Echt. Warum kann sich nicht irgendeine Behörde darum kümmern? Nicht mehr existieren? Willst du damit sagen, ich soll das Schiff zerstören? Nicht mehr wieso muss ich den Grav-Antrieb kaufen? Wir können also hier leben. Wären dann aber Leibeigene? Genau, warum kann sich keine Behörde darum kümmern? We operate outside of the Free Stars only, you see, partially because we don't want anyone else meddling in our affairs. And we'd rather not draw attention to it, as I've mentioned. It could be bad for business. We'd much rather settle this independently. Okay. Nicht mehr existieren. Willst du damit sagen, ich soll das Schiff zerstören? I'm not suggesting anything. Other than it would make our lives so much easier if that ship ceased existing. Alter, ich hab so Bock, den in den Kopf zu schießen, ne? Was? Wieso muss ich den Grav-Antrieb kaufen? Ja. It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Sie können also hier leben, werden dann aber Leibeigene? Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract. For room and board in exchange for services rendered. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. Okay, ich kaufe den Grav-Antrieb. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? Wenn sie trotz allem weiter darauf besteht, dass ihr Anspruch auf diesen Planeten älter ist. Oh ja. Rein theoretisch, wie könnte man so ein Schiff verschwinden lassen? They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Free Star Collective, per the Centaurus Proclamation.
We may be outside the settled systems, but that child as official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Okay, ich kaufe den Golfantrieb. Ja. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return, though you may have to help the Constance engineers prepare for it on their end. Good luck. I know this was a difficult decision, but if it's any consolation, I think you've made the right choice. Ja, das ist ein Compared to the Sklavenplanet destruction hier. of their vessel and relegating them to a life of servitude, I'd say this is the best chance they've got. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. Denke dir. Alles klar. Ich würde dir so gerne kommen. What's not to love about Take him down! This isn't worth it! Hey, put him down! I can't be a part of this. So. Jetzt habe ich ihm mal Kopf geschossen, den Penner. Ey, ich hasse solche Menschen, ne? Ey, so ekelhaft nur aufs Geschäft bedacht, ey. Alter Schwede, ja, leck mich am Arsch. Du Kackbratze. So, Lobby. Ey. Unglaublich, solche Leute. Dann bezahlen wir halt den Grav-Antrieb. Hope you're having a pleasant day. Nee. We've got some of the best private security in the settlement. So, hier oben ist ja noch der Techniker gleich. I hope your stay is a pleasant. Erstmal verkaufe ich hier noch ein bisschen Kram. So, was haben wir denn hier? Das wird gleich sauteuer, glaube ich. Got anything you need to offload? Looks to me like you've already. Oh, sehr gut. Mal gucken, was er für I'm Schiffe sure hat. you can find something you like. Sunsail. Transpo. 4-2. Caravan. Die hat was, oder? Die Ranger. Die Hammerhead. Warhammer. Okay. Und Abyss Tracker. Ja, die hat auch was, oder? Ja, die sieht voll geil aus. Wo ist denn die Brücke? Der Kasten da hinten, oder was? Hat was? Ich würde gerne mein Schiff modifizieren. So. Oder quatschen? Nee, komm, wir quatschen erstmal mit denen. Machen erstmal die Quest zu Ende. Captain, do you require my assistance? Nein, gerade nicht, dankeschön. I have. Off right away, or do you need a little bit of time? Wir hauen hier ab. Lift Der off looks Ex-Planet. good. All systems normal. Orbital insertion completed. So.
Dann wollen wir mal. Mal gucken, wie die reagieren. Bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt, wie die reagieren. Things for you. Hi. Please disregard an informal greeting, but I am dissatisfied. Ja, was soll ich denn machen jetzt? Hier zur Hopetech. So. With the results. Shit. Things for you. Ich muss erst nach Hopetech. All systems looking good, boss. Wir müssen erst nach Hopetech. Okay. Guck mal, wo die sind. Sind die denn? Hallo? Okay, das ist aber weit weg. Must have been a good jump. This is We're Restore still in one Collective piece. Space. Hold while we scan your ship. Alright, that's it. Welcome Perfekt. to Hopetown. Hopetown. Landing site locked. Take us in. So, dann wollen wir raus. While we're here, we should swing by Hope Tech Star Yard and see if they have anything interesting for sale. I don't want to hear any complaints. It's great to see you. Rangers, okay. Hey. Excuse me. A little task. I remember meeting Ron Hope once. Idealistic and perhaps a bit of a dreamer. So, But you erstmal have to sprechen wir admire jetzt. what he's accomplished. You can't protect your own. You don't belong. Okay. So, ich werde hier also beklaut, ja? Finde ich nicht sehr nett. When you have a moment. Uiuiui. Ron Hope certainly embodies the saying, spared no expense. Ron Hope knows his stuff. Mhm. Wir nehmen den Kindern jetzt aber ihr Spielzeug. Ganz einfach. But we'd be dust, except for the factory. Okay, und wer bist du? Irgendein Ranger. Mit der kann man nicht sprechen. Don't spring for the extended warranty. Das ist ein einfacher Kunde. Security. Inaya Raman. Welcome to Hope Tech Sales. Give me your invoice. You got the financing set up already? Was? Wer glaubst du, bin ich? Some middle manager type? Like 90% of everybody I deal with. Listen, you may need to impress your boss and all, but I don't care. Let's just get this done as efficiently as possible and I'll just tell everybody how amazing you were. Ich überlege hier etwas zu kaufen, ich bin mir noch nicht sicher. Oh, a potential customer, huh? Well, what you need to know about our ships,
is they're from stern about built for reliability. Other star yards might got glitz or some weird crazy lines. With Hope Tech, you get people that care about you making that 300th freight run safely and on time. Ja, was hältst du von Ron Hope? Listen, this whole system was nothing until Ron Hope came here. He gave us a purpose, a mission. Something we could be proud of. To us, this job is life. And the quality of what we make shows it. Ich weiß nicht, Ästhetik ist mir schon auch wichtig, ja. When it gets tough, pretty won't keep you alive. Ja, stimmt Just auch. saying. So what are you in the market for? Was hat dich hierher geführt? I worked the freight lines flying a Hope Tech ship for near a decade. Gertrude saw me through plenty of scrapes and just hard travel. Hope Tech ships will save your life. They did mine. Gertrude? Kannst du mir über eure Schiffe sagen? Our motto is, they're trucks in space. And captains pushing freight through the systems are our bread and butter. But Hope Tech builds solid. A lot of formidable scout ships and even military rigs use Hope Tech. Okay. Wenn ihr Lieferaufträge habt, wäre ich interessiert. So what we need is copper. We need a medium shipment, 2,000 units. 1000, alter Schwede. Ich mach. Excellent. This invoice has the details. Ich habe eine Ladung abzuliefern. Kupfer, ne, habe ich gar nicht. Lass mich sehen, was für Schiffe ihr verkauft. Excellent. Da bin ich mal gespannt. Star Semi. Okay. Das ist ein Riesending, alter Schwede. Big Rig. Oh, das Ding hat aber auch. Hier hast du aber ordentlich Lagerkapazität. Alter Space Truck. Oh, Alter. Was ist das? Little Muff. Pick up. Alter, wo ist die Brücke? Hier, ne? Wahrscheinlich. Und die Silent Runner. Was sind das für Schiffe? 370.000 Schnapper. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Den Stift nehme ich mit. Alter. Ich sorge mal ein bisschen für einen Clean Desk hier, ne? Das könnt ihr anscheinend ja alle nicht alleine. Offizielle Beschwerde. Dein Bericht wurde gelockt, aber ich möchte klarstellen, dass Bennu St. James direkt Mr. Hope untersteht. Die Unterstützung des Sales-Teams gehört nicht zu Bennus Aufgabengebiet. Seine Arbeit konzentriert sich auf zukünftige Initiativen und architektonische Entwicklungen. Gib also einfach dein Bestes und versuche Schiffe ohne Änderungs- oder Modifikationsversprechen zu verkaufen. Derartige Personalisierungswünsche mögen für den Erfolg von Tayo zwar von entscheidender Bedeutung sein, wirken sich aber negativ auf unsere unübertroffene Zuverlässigkeits- und Sicherheitsbilanz aus. Außerdem haben wir mehrere Auftragspartner, die mit nachträglichen Modifikationen gute Geschäfte machen. Ich kann dir gerne eine Liste mit Namen schicken. Du leistest gute Arbeit, also mach einfach weiter so. Lena. Okay.